reden wir über dieses Problem. Zu Gast bei mir im Studio ist Ron Dekel, der Präsident der Jüdischen Studierendenunion in Deutschland. Guten Tag, Herr Dekel. Guten Tag. Also, welche Erwartungen haben Sie heute an diesen Bericht, der vorgestellt wird? Ja, ich habe die Erwartung, dass auch ganz klar angesprochen wird, wo die Probleme sind, dass die Politik sich klar äußert, dass wir auch endlich einheitliche Linien sehen, die die Universitäten betreffen, einheitliche Gesetze, um endlich dieses Problem in den Griff zu bekommen. Haben Sie das wirklich so auch nachvollziehen können, was da in den vergangenen fast jetzt 2 Jahren passiert ist, seit dem 7. Oktober 2023? Das waren ja Bilder, wo man sich gefragt hat, hallo, wo sind wir denn auf einmal hier in Deutschland? Ja, ich glaube, man musste das leider als jüdischer Student nachvollziehen. Man hat ja tagtäglich damit zu tun. Man geht an die Universität, man ist im Sommer an diesen Protestcampen vorbeigegangen, in dem mehr oder weniger eindeutig mit den Rufen zur Intifada, zum Mord an Jüdinnen und Juden aufgerufen worden ist. Man ist daran vorbeigegangen. Gut, jetzt sind die Protestcamps zum großen Teil weg. Das liegt am Winter, das liegt auch an den Semesterferien. Aber was geblieben ist, ist dieser Antisemitismus, den wir bis heute noch an den Universitäten sehen, der jetzt durch andere Art und Weise reingetragen wird, durch Veranstaltungen. Und am Ende sehen wir, wo das hinführt. Gestern der Prozess mit Lav Shapira. Das ist die Konsequenz, das ist Gewalt. Wie gehen Sie denn persönlich mit dieser Situation um als Studierender? Ja, man probiert so gut wie es geht, sich aus der Schusslinie zu ziehen. Aber es ist trotzdem wichtig, eine laute Stimme zu sein und klar zu machen, dass das nicht geht. Ich kenne Studierende, die Universitäten nicht mehr besuchen, die entweder Seminare so besuchen, nicht nach den Inhalten, die sie interessieren, sondern dort, wo es sicher ist. Also nicht am Hauptcampus, sondern irgendwo außerhalb, damit sie nicht an diesen Camps vorbeigehen. Und das ist ein Zustand, der so nicht weitergehen kann. Fühlen Sie sich von den Universitäten auch ein bisschen im Stich gelassen? Also wenn man da so die ein oder andere Aktion pro-palästinensisch gesehen hat, da hat man sich ja schon gefragt, wie konnte die Unileitung dafür überhaupt eine Genehmigung geben? Auf jeden Fall. Ich glaube, was wir gerade sehen, ist ein Wegducken der Universitäten. Es gab einige wenige, die sich klar positioniert haben und viele, die es nicht getan haben, weil sie keine Kritik von keiner Seite bekommen wollten. Und wir sehen, dass, wenn das passiert, dass dieser Antisemitismus dann freien Lauf bekommt. Es wurden zum Beispiel an vielen Universitäten keine Antisemitismusbeauftragten benannt. Menschen, die sich klar mit dem Problem auseinandersetzen, die sich klar damit auskennen und dann das eindämmen können. Das ist nicht passiert und wir sehen die Konsequenz. Herr Dekel, ich danke Ihnen für das Gespräch und ich bin mal gespannt, was dieser Bericht dann zutage fördern wird und ob es dann auch von der Politik Konsequenzen gibt und auch von den Universitäten. Danke für Ihren Besuch im Studio. Vielen Dank.